Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaijuverse. Bei uns kommt es auf die Größe an. Fuyuki Murakami ist einer von den Schauspielern, die wenige Dialoge besessen haben, aber trotzdem hat man ihn immer irgendwo mal gesehen. Im ersten Godzilla spielt er eine größere Rolle, nämlich die des Dr. Tanabe. Sachio Sakai ist einer der sympathischsten Gesichter der Toho. Oft spielt er heitere und lebensmutige Charaktere. Er spielt in 6 Tokusatsu-Filmen mit, doch seine eindringlichste Rolle war wohl die des nicht aufgehenden Reporters Hasegawa im ersten Godzilla-Film. Er starb am 11. März 1998. Ebenfalls wie Sachio Sakai gehört Ren Yamamoto zu den Schauspielern, die sich meist im Hintergrund aufhielten bzw. keine Nebenrollen hatten, an denen man sich aber erinnerte. Seine bekanntesten Rollen sind wohl die im ersten Godzilla, als er den Fischer Masaki spielt, und in Frankenstein Zweikampf der Giganten von 1966, als er vom grünen Frankenstein angegriffen wurde. Es war Frankenstein. Er hatte in vielen Filmen kleine Auftritte und war auch bei Ultraman und anderen Serien oft zu sehen. Yamamoto verstarb am 17. Juni 2003 an einem Hirnschlag. Hiroshi Koizumi ist einer der einprägsamsten Schauspieler des Genres. Er tritt in insgesamt 6 Godzilla-Filmen auf, so unter anderem im zweiten Teil der Reihe Godzilla kehrt zurück von 1955. Seine interessanteste Rolle ist aber die des Dr. Chujo aus Mothra bedroht die Welt von 1961. In diese Rolle wiederholt er 2003 in Godzilla Tokyo SOS. Er trat nicht nur in Genreproduktionen auf, sondern war auch in vielen anderen Filmen und Serien zu sehen. Seine markantesten Rollen sind dabei zumeist positiv männliche Autoritätspersonen. Koizumi sagte einmal über sich: In vielen Filmen spiele ich meistens einen Wissenschaftler und andere Gelehrte. Da ich aber so viel mit der Schauspielerei zu tun habe, bin ich manchmal neidisch auf die klugen Charaktere, die ich spiele. Wenn ich genug Zeit zum Lesen hätte, dann wäre ich hoffentlich auch so gebildet wie die Wissenschaftler, die ich verkörpere. Zusammen mit Akira Takarada und Kenji Sahara gehört Hiroshi Koizumi zu den Schauspielern, die in der Showa, Heisei und Millennium-Reihe auftraten. Seinen letzten Film drehte er 2003. In Godzilla x Mothra x Mechagodzilla Tokyo SOS verabschiedet er sich von der Kinoleinwand. Er verstarb am 31. Mai 2015 mit 88 Jahren an einer Lungenentzündung. Wenn es einen Schauspieler gibt, der für Charakterrollen zuständig war, dann Yoshio Tsuchiya. Durch seine eindringliche Persönlichkeit hat er es geschafft, nicht nur bewusst starke Charaktere zu spielen, sondern auch eher unscheinbare. Tsuchiya glaubte an paranormale Ereignisse und Außerirdische. Für den Chef der Mysterianer 1957 entwickelte Tsuchiya sein sogenanntes Space Acting, was Regisseur Honda sofort akzeptierte. Ebenfalls spielte er die Nummer 1 des Planeten X im Befehl aus dem Dunkeln von 1965. Seiner Rolle verpasste er durch verschiedene Sprachdialekte und Klickgeräuschen in der Originalfassung einen eigenen Charakter. Seinen ersten Auftritt hatte er an der Seite Hiroshi Koizumis in Godzilla kehrt zurück von 1955. Hier spielt er ebenfalls wie Koizumi einen Kampfpiloten. In Frankensteins Monsterjahren Godzillas Sohn von 1967 spielt er Furukawa, der langsam auf der tropischen Insel verrückt wird. Eine Hauptrolle hatte er in Human Vapor von 1960, der leider nicht in Deutschland erschienen ist. Doch seine emotionalste Rolle hatte er in seinem letzten Godzilla-Film 1991. In Godzilla Duell der Megasaurier spielt er den Weltkriegsveteran und Wirtschaftsgiganten Yasuaki Shindo. Doch dazu in einem anderen Video mehr. Yoshio Tsuchiya ist einer der außergewöhnlichsten und besten Darsteller des gesamten Kaiju-Eiga. Leider wurde ihm nie ein internationaler Preis verliehen. Er hätte es mehr als verdient. Tsuchiya verstarb am 8. Februar 2017 mit 89 Jahren. Der Schauspieler Yo Fujiki war vor allem für sein komödiantisches Talent bekannt. Dieses konnte er glaubhaft in Die Rückkehr des King Kong als Furo und in Godzilla und die Urweltraupen als Eierliebhaber Nakamura zeigen.
Einen kleinen Auftritt hatte er bereits im ersten Godzilla-Film als Funker. Ebenso spielte er in U-2000 und Monster des Grauens greifen an mit. Yu Fujiki starb am 19. Dezember 2005 an einer Lungenembolie. Tadao Takashima war in der frühen Showa-Ära eines der prägendsten Gesichter. Seinen ersten Auftritt hatte er in Die Rückkehr des King Kong von 1962. Da er vor allem im Comedy-Genre tätig war und der Kaiju-Film als Satire gedacht war, trat er in diesem Film mit Yu Fujiki auf. Die beiden hatten sehr viele Male miteinander gearbeitet. Außerdem tritt er noch in U-2000 und Frankenstein, der Schrecken mit dem Affengesicht auf. Seine bekannteste Rolle ist wohl die des Dr. Koizumi aus Frankensteins Monsterjagen Godzillas Sohn von 1967. Er verkörpert den Doktor als einen strengen und autoritären, jedoch auch sympathisch auftretenden Charakter. Takashimas Söhne Masahiro und Masanobu traten später in der Heisei-Ära in die Fußstapfen ihres Papas. Masanobu Takashima sehen wir in Godzilla der Urgigant von 1989 als Colonel Koroki. Masahiro Takashima sehen wir in Godzilla vs. Mechagodzilla und Godzilla vs. Destroyer. Sohn und Vater sind sogar in einer kurzen Szene zu sehen. Tadao Takashima hat einen kurzen Cameo-Auftritt als Chef des Centers für psychische Begabungen. Er war nicht nur als Schauspieler erfolgreich, sondern er war ein Comedian, Synchronsprecher und Jazzmusiker. 2007 war er Teil einer Dokumentation. Takashima erkrankte an Parkinson und benötigte einen Herzschrittmacher. Doch er war ein Kämpfer und ließ sich nicht unterkriegen. Seinen letzten Auftritt hatte er in der Sendung Kaspe 2013. Er verstarb am 26. Juni 2019 eines natürlichen Todes. Für uns Fans wird er immer einen Platz in unserem Herzen haben. Yoriki Hoshi hat ihr Filmdebüt 1958 bei der Toho. Ihr erster Genrefilm war Todesstrahlen aus dem Weltall von 1961. Unter uns gesagt, wieder einmal ein unzumutbarer deutscher Filmtitel. In diesem Film geht es um eine nukleare Katastrophe und nicht um Todesstrahlen aus dem Weltall. 1964 holte sie Regisseur Honda für Godzilla und die Urweltraupen in sein Team. Ihr Charakter der Fotografin Junko Nakanishi ist die erste Rolle dieser Art für eine Frau. Diese spielt Hoshi selbstbewusst und engagiert. Durch ihre Worte, dass alle zu Menschenfamilien gehören, kann die Göttin Mothra überzeugt werden, gegen Godzilla zu kämpfen. Im selben Jahr war sie auch bei der Geburt des legendären King Ghidorah dabei. In Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah spielt sie eine Reporterin namens Naoko Shindo. Ihren letzten Auftritt im Kaiju-Eiga hatte sie 2000 in Godzilla X Megaguirus. Und dort spielt sie die Wissenschaftlerin Dr. Yoshizawa. Sie war nicht nur in vielen Filmen zu sehen, sondern auch vor allem im Fernsehen tätig. Sie war diesem Genre sehr zugeneigt. Hoshi meinte einmal humorvoll: Zu dieser Zeit wusste ich nicht, was der Kaiju-Eiga eigentlich ist, aber ich hatte großes Interesse daran. Ich hatte keine Möglichkeit mit Godzilla zu schauspielern, sondern hatte ihn nur bei den Kompositionsaufnahmen auf der Leinwand gesehen. Danach war ich sehr beeindruckt. Sie starb am 16. Mai 2018 an Lungenkrebs. Wenn man sich einen Schauspieler als Chef von einer Behörde, eines Militärs oder eines Ministeriums vorstellt, dann hat man unweigerlich Jun Tazaki vor Augen. Durch seine ausdrucksstarke Performance könnte er auch in Wirklichkeit eine gehobene Position ausführen. Eigentlich unter Minoru Tanaka geboren, war er anfangs ein Wanderschauspieler, der von Bühne zu Bühne arbeitete. Er fing 1948 im Filmgeschäft an und änderte seinen Namen zu Jun Tazaki. Er war für die beiden Erfolgsregisseure Akira Kurosawa und Ishiro Honda ein gern genutzter Mime. Im Kaiju-Eiga wird er auch als ewiger General bezeichnet, da seine Rollen meistens die von Militärangehörigen sind. Helikopter einsetzen, wir müssen ihn aufhalten. Zu Befehl. Seine bekannteste Rolle ist die des Kapitän Jinguchi aus U-2000 von 1963. Der Wandel und die Einsicht des Kapitäns, von den Rachegelüsten zerfressene Märtyrer zum Beschützer der Welt, ist eines der interessantesten Entwicklungen im Kaiju-Eiga. Seinen ersten Auftritt hatte er in Die drei Schätze von 1959, doch seine Rolle als Captain Sonoda in Gorath von 1962, in dem er sich opfert und die Daten des todbringenden Sterns zur Erde schickt, ist wohl die ihn fest für das Genre qualifiziert hat.
Seinen letzten Auftritt im Kaiju Eiga hatte er in Frankenstein und die Monster aus dem All von 1968. In dieser Zeit hatte er in 11 Filmen mitgewirkt. Er zog sich danach aus dem Kaiju Eiga-Genre zurück. Gerade weil 1968 der letzte Godzilla-Film gedreht werden sollte, sowie wenig später das alte feste Studiosystem der Toho aufgelöst wurde. Er arbeitete mit Akira Kurosawa an dem Epos Ran gemeinsam mit Regieassistent Ishiro Honda zusammen. Er verstarb mit 72 Jahren am 18. Oktober 1985 an Lungenkrebs. Jun Tazaki verkörperte auf positiver Weise die Autoritätsperson, die das Genre braucht. Wahrlich einer der imposantesten Schauspieler im Kaiju Eiga. Es war Frankenstein.